Also, ich bin Annabel Zinse und ich praktiziere schon lange in der buddhistischen Tradition, so ungefähr seit 1982. Und meine Wurzellehrerin ist Ruth Denison. Ruth Denison war auch eine große Tierschützerin. Sie hatte ein Zentrum, ein Meditationszentrum in der südkalifornischen Mojave-Wüste. Und sie selber hatte zeitweise 3 oder 4 Hunde, meistens Dackel, die sie aus dem nahegelegenen Tierheim geholt hat. Und sie hat mir selbst auch so einen Dackel geschenkt, der ein richtiger kleiner Lebensgefährte für mich wurde und der mich durch seine Art und Weise sehr die 4 Brahma-Viharas lehrte, also Liebe und Mitgefühl, sehr viel Freude auch, weil er war immer an allem sehr interessiert und dieses Interesse am Leben, das gefiel mir irgendwie, wenn er stehen blieb, wenn ein Auto kam und erstmal neugierig war, wenn er rauskam. Und diese Liebe zu den Tieren, ich hatte die schon als kleines Mädchen, so ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, wir hatten immer einen Hund und konnte dann diese Liebe zu den Tieren und auch mein Mitgefühl zu den Tieren durch das Zusammensein mit Ruth Denison in ihrem Zentrum wieder aufleben lassen. Und später kam ich dann zu Thich Nhat Hanh in die Plum Village Tradition. Als ich anfing, buddhistisch zu praktizieren, wurde ich dann auch immer mehr vegetarisch und dann auch in den letzten 7, 8 Jahren habe ich mich auch dann vegan ernährt, je mehr mir bewusst wurde, wie viel Leiden das bei den Tieren produziert, wenn wir auch Milchprodukte zu uns nehmen. Ich kam ungefähr im Jahr 2000 das erste Mal nach Plum Village, kannte aber Thich Nhat Hanh von seinen Büchern schon vorher und fand das besonders interessant in dieser Tradition des engagierten Buddhismus, wie er sich während des Vietnamkrieges engagiert hat für die Menschen, für die notleidenden Menschen in Vietnam und auch dann danach, als er Retreats in den USA gab, wie er sich auch für die amerikanischen Kriegsveteranen eingesetzt hat und Retreats mit den Menschen gemacht hat, die im Grunde mit dazu beigetragen haben, dass sein Land so viel Leiden erfahren hat, die Menschen so viel Leiden erfahren haben. Und er aber auch gesehen hat, welches Leiden diese Kriegsveteranen haben und deshalb große Retreats veranstaltet hat mit ihnen, um ihr Leiden lindern zu helfen. Und ich habe so in den Anfangsjahren von Plum Village bei den Retreats auch immer wieder amerikanische Kriegsveteranen, die in Vietnam waren, getroffen. Das war sehr berührend, wenn sie erzählt haben von dem, wie es ihnen ging während des Krieges und auch nach dem Krieg und wie froh sie waren, diese Praxis der Achtsamkeit und des Mitgefühls, so wie sie in der Plum Village Tradition von Thich Nhat Hanh gelehrt wird, gefunden zu haben. Und wie viel Leiden bei ihnen war und wie ihnen die Praxis geholfen hat, dieses Leiden zu umarmen und dadurch zu transformieren. Vielleicht noch zu veganem Essen in Plum Village. Thich Nhat Hanh hat 2008 alle weltweiten Zentren in der Plum Village Tradition auf vegane Ernährung umgestellt. Vorher war es vegetarische Ernährung, wo man ab und zu so beim Abendessen oder beim Frühstück so ein kleines Stück Käse bekam. Und es wurde auch damals noch Milch serviert und ab 2008 war klar, das war dann auch nach dem Welternährungsprogramm
Bericht, wo darauf hingewiesen wurde, wie schädlich auch die tierliche Ernährung für nicht nur, dass sie großes Leiden bei den Tieren produziert, sondern auch wie schädlich die Ernährung für unseren ganzen Planeten ist. Und er hat sich ja sehr dafür eingesetzt und schreibt auch in seinen Büchern, da gibt es ein Buch, das heißt Liebesbriefe an Mutter Erde. Er hat immer so das Große und Ganze sehr gesehen, also unsere Verflochtenheit, unser Intersein, einmal unter den menschlichen Wesen, aber auch mit den Tierwesen und auch mit den Pflanzen und vor allem auch mit unserem Planeten Mutter Erde, wie er das dann auch genannt hat. Und das war schon etwas Außergewöhnliches. Er hat dann auch ein Buch geschrieben über Wege zur buddhistischen Ökologie. Und in diesem Buch weist er sehr darauf hin, wie wichtig das ist, jetzt in unserer Praxis auch uns vegan zu ernähren. Ja, da hat er eigentlich nicht so viel dazu gesagt. Das war nur klar, dass da sehr viel Leid entsteht. Das konnten die Leute ja lesen, was in der Massentierhaltung. Also vielleicht kann ich noch sagen, Thich Nhat Hanh hat auch einen Brief geschrieben, zum Beispiel an den Präsidenten von KFC. Das ist so eine amerikanische Hähnchenbratkette. Und in dem Brief hat er genau den Vorgang beschrieben, wie die Hähnchen dort getötet werden und dass das oft bei lebendigem Leibe geschieht. Und er hat diesen Präsidenten dieses sehr großen Unternehmens darauf hingewiesen, dass sie doch sorgsamer, wenn sie schon die Tiere töten, aber sorgsamer damit umgehen sollen, damit die Tiere nicht so leiden. Ja? Er hat gerne Briefe an Politiker oder auch an Unternehmer geschrieben, um das Leiden jetzt einfach lindern zu helfen und jetzt ganz speziell bei den Tieren, bei den Hühnern in dem Fall. Und das waren sehr freundliche Briefe. Er hat uns auch immer darauf hingewiesen, dass wenn wir Aktionen unternehmen oder solche Briefe an Politiker oder Unternehmer schreiben, dass wir in einem freundlichen, verbindlichen Ton schreiben, aber und das kommt in diesem Brief an den KFC-Präsidenten auch zum Ausdruck, dass wir den Vorgang, den grausamen Vorgang, der durch ihr Tun veranlasst wird, dass wir das genau beschreiben. Ja? Da beschreibt er sehr die Grausamkeit dieses Vorganges, aber er grüßt ihn freundlich am Anfang und er begrüßt ihn auch freundlich zum Schluss. Und natürlich, das liegt ihm auch sehr am Herzen, wenn wir irgendwelche Aktionen in Bezug jetzt gerade auf tierrechtlichen Aktivismus, wenn wir da Aktionen machen, dass die immer gewaltfrei sind. Ja? Dass wir also auch nicht mit dabei sind, wenn jetzt Aktionen gewalttätig werden. Ja? Dass wir schauen, dass alle Aktionen, wo wir uns engagieren, dass die so im Einklang stehen eigentlich mit unseren Werten der Achtsamkeit und des Mitgefühls. Und auch immer wieder zum Beispiel betont er auch, dass bei dem ganzen Leiden, das wir erleben in der Welt und bei uns selbst, es einfach wichtig ist, dass wir auch Freude und Gelassenheit immer wieder erleben und auch die Situation uns aussuchen. Und vielleicht kann ich noch erzählen von einer Aktion, an der ich teilgenommen habe 2011. Das war eine Aktion mit Sister Annabelle Leyte, eine Nonne aus Plum Village, eine englische Nonne aus Plum Village. Und mit ihr haben wir zusammen in Wietze, einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover,
wo eine Hühnchenschlachtfabrik entstehen sollte, wo am Tag unglaublich viel, ich weiß nicht mehr, an die 300.000 Hühner getötet werden sollten. Und wir haben einen Achtsamkeitstag dort gemacht. Also das war ein ganz spezieller Achtsamkeitstag. Da wurde ein rundes Zelt aufgebaut, ganz in der Nähe von dieser Hühnerschlachtfabrik in Wietze. Und als wir aus Berlin ankamen, da saßen schon 3 Nonnen dort mit der großen Glocke. Und Sister Annabelle hat einen Vortrag gehalten, einen Vortrag über das Leiden der Tiere, aber auch über das Leiden der Menschen, die beteiligt sind an den Tötungsaktionen der Tiere. Und nach diesem Vortrag und nach einer Meditation von ihr kam dann noch die Frau von der Bürgerinitiative in Wietze zu Wort und hat erzählt von den Aktivitäten der Bürgerinitiative. Und danach hatten wir eine Gehmeditation, die ging entlang auf dem Gehsteig der großen Straße, die an dem Schlachthof vorbeifuhr. Und zwischendurch haben wir immer auch wieder mal angehalten. Und da ließ sie uns dann nicht zum Schlachthof hinblicken, sondern sie sagte, so schaut mal gegenüber. Und sie ließ uns zu der Wiese, die neben der Straße war, und zu dem Wald dahinter blicken. Und das heißt, sie wollte, dass wir uns auch während dieser Aktion mit unseren Kräften, die uns erfrischen und unseren Geist stabilisieren und beruhigen, in Kontakt bringen, sodass wir nicht in Ärger und in Hoffnungslosigkeit und in Verzweiflung kommen durch diese Aktion, sondern dass wir wirklich die Energien auch während der Aktion in uns fördern, ja, die uns gut tun, damit wir nachher auch so ein bestimmtes Gefühl haben. Auf der einen Seite, wir haben etwas getan, um den Tieren zu helfen. Wir haben unser Mitgefühl ausgedrückt, aber wir sind nicht total so kurz vor dem Burnout aus dieser Aktion herausgegangen. Und das war für uns eigentlich ein richtig gutes Beispiel, wie wir in der buddhistischen Tradition Aktionen durchführen können, die heilsam sind, die Mitgefühl bezeugen, die aber auch heilsam sind für die Menschen, die daran teilnehmen. Sodass wir nicht in den Hass gehen gegen die Menschen, die Verursacher dieses Leidens sind. Also in dem Fall jetzt die direkten Verursacher war ja der Unternehmer, der diesen Hühnerschlachthof eingerichtet hat und natürlich auch die Mitarbeiter. Aber wir selbst sind ja alle durch unsere Art des Konsums beteiligt in der Massentierhaltung und an den Schlachthöfen. Ja, wenn wir jetzt einfach daran denken, dass wir Milchprodukte zu uns nehmen oder auch wie wir uns kleiden, welche Tiere oder auch welche Kosmetika benutzen, welche Tiere dafür leiden müssen, dann können wir jetzt, wenn wir an die Kühe denken, die ja meistens heutzutage in der Massentierhaltung gehalten werden, und wenn sie nicht in der Massentierhaltung in kleineren Höfen gehalten werden, dann ist es meistens noch Anbindehaltung, die sehr leidvoll für die Tiere ist. Und es ist klar, dass die Kühe ja die Kuhmütter von ihren Babys, von ihren Kälbern getrennt werden. Und die Kälber dann entweder ziemlich bald geschlachtet werden oder gemästet werden, wo sie oft noch in andere Länder, zum Beispiel nach Spanien, geschickt werden unter sehr grausamen Bedingungen gemästet werden und dann auch geschlachtet werden, jetzt die männlichen Kälber. Und
ansonsten ist es klar, wir können uns immer fragen, wenn wir Kuhmilch trinken oder Käse essen, ist eine Kuh glücklich, wenn sie künstlich besamt wird, wenn sie von ihrem Baby getrennt wird? Die Mütter, Kuhmütter und die Kuhbabys, die schreien ja stundenlang oder manchmal habe ich gehört auch tagelang nacheinander. Und ist eine Kuh, ist sie glücklich, wenn sie dann nach 3 bis 4 Jahren auf einen Transporter geladen wird, der zum Schlachthof fährt? Ist sie glücklich, wenn sie einen Bolzenschutz gerät, wenn sie da getötet wird, und das ist ja, wird auch oft verfehlt, dann ist sie glücklich, wenn sie geschlachtet wird. Wenn wir uns diese ganzen Fragen stellen, da können wir sehen, dass die Kühe nicht glücklich sind. Ja? Sie wollen nicht verletzt werden, sie wollen nicht getrennt werden von ihren Kindern und natürlich wollen sie nicht getötet werden. Und das ist ja im Grunde unser tiefes Schauen und tiefes Verstehen, wenn wir Nahrungsmittel zu uns nehmen, dass wir schauen, wo kommt dieses Nahrungsmittel eigentlich her? Was steht dahinter? Steht da Leiden dahinter? Oder was steht dahinter? Ein bekannter Tierrechtler, dessen Vortrag ich vor kurzem gehört habe, der gibt uns den Rat, wenn wir unseren Kühlschrank aufmachen, da können wir sehen, ob ein Garten sich dahinter verbirgt, also Gemüse oder Obst, oder ob sich da ein Schlachthaus dahinter verbirgt. Also wenn wir Milchprodukte und Fleisch in unserem Kühlschrank haben. Und ich meine, das nehmen wir alles als Energien ja zu uns. Und wollen wir diese ganzen leidvollen Energien, wollen wir die wirklich zu uns nehmen? Können wir uns fragen. Ja, es ist ganz klar, dass unsere Art der Nahrungsmittelaufnahme direkt zusammenhängt mit dem Leiden oder mit dem Nichtleiden von Tieren. Und wenn wir jetzt diese alten Gewohnheitsenergien, ich meine, die sind ja zum Teil Jahrtausende, haben die hinter sich, diese Gewohnheitsenergien. Wir können uns fragen, möchte ich diese Gewohnheitsenergie des Leidens fortführen in Bezug auf die Tiere oder möchte ich einfach damit aufhören? Und es ist nicht einfach, für manche Menschen ist es nicht einfach, damit aufzuhören, wenn sie ihr Leben lang Fleisch gegessen haben oder ihr Leben lang Käse gegessen haben. Und die können ja dann mal sagen, okay, ich bin bereit, jetzt an 4 Tagen der Woche kein Fleisch und keine Milchprodukte zu essen. Und schaue auch, dass ich mir gute Rezepte aus dem Internet herunterlade und mir dann ganz einfache, aber leckere vegane Rezepte koche. Und sich dann so allmählich steigern, so wie bei einer Meditation. Wenn wir gleich mit einer Stunde Sitzmeditation anfangen, dann haben manche von uns vielleicht nach einem Monat oder 2 Monaten haben keine Lust mehr zu sitzen. Wenn wir da so etwas langsamer rangehen, vielleicht mit 15 Minuten anfangen und dann vielleicht so 20 Minuten, eine halbe Stunde, einfach sitzen und unseren Atem spüren, das so etwas mehr dosieren, dann könnte es sein, dass wir mehr Ausdauer entwickeln bei unserer Sitzmeditation. Und ähnlich können wir eigentlich auch vorgehen jetzt bei den Nahrungsmitteln, die wir zu uns nehmen. Also dass wir einfach Fleisch und Milchprodukte einfach und natürlich auch Eier einfach immer mehr weglassen. Manchen gelingt das aber auch so ganz klar zu sagen, nein, ich möchte wirklich so vegan wie möglich leben, ganz schaffen wir es ja nie, aber so wie mir das irgendwie möglich ist, möchte
möchte ich wirklich ganz bewusst keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen. Die schaffen das, wenn sie sich sehr beschäftigen mit dem Leiden der Tiere, also auch bereit sind, Videos zu sehen, wie es aussieht in der Massentierhaltung oder auch wie es aussieht in einem Stall mit Anbindehaltung für die Kühe. Wenn Sie mal so ein Video gesehen haben oder auch ein Video gesehen haben, wie die Tiere in den Schlachthof getrieben werden, dann könnte sich da schlagartig was verändern. Es gibt ja auch Aktionen in der Tierrechtsbewegung, wo wir mit dem Leiden der Tiere in Kontakt kommen können, bevor sie geschlachtet werden, zum Beispiel von Animal Safe Movement. Da war ich bei einer Aktion dabei. Da geht es darum, die Tiere liebevoll zu verabschieden, die von den großen Transportern zu den Schlachthäusern gefahren werden. Und es ist ja auch interessant zu sehen, dass Schlachthäuser heute nicht mehr in den Städten gibt, sondern die Schlachthäuser sind weit außerhalb. Und zum Beispiel in Berlin, das nächste, das haben wir da bei Perleberg, da fahren wir eine Stunde mit dem Zug, dann fahren wir noch mit dem Bus und dann ist noch ein Fußweg dorthin. Also wir waren da ungefähr 1,5 Stunden bei dieser Aktion, allein nur um dorthin zu kommen, unterwegs. Und das war eine Aktion, wo viele Tierrechtsaktivisten und Aktivistinnen aus unterschiedlichen europäischen Ländern mit dabei waren. Eigentlich vor allem junge Leute, ich war da die Älteste mit dabei. Und wir sind dann rausgefahren nach Perleberg, wo es dort in der Nähe das nennt sich Food Group Vion. Ja, das nennt sich nicht Schlachthaus, sondern nennt sich Food Group. Ja? Es ist also nicht gekennzeichnet, was dort eigentlich stattfindet. Und uns wurde auch gesagt von der Organisation, von Animal Safe, wir sollen bitte die Fahrer, die Transportfahrer und auch Mitarbeiter, die vielleicht da gerade reingehen in die Schlachtfabrik, nicht irgendwie belästigen oder beschimpfen. Sie haben gesagt, wir sind a Love-Based Movement, also wir sind eine Bewegung, die auf Liebe basiert. Und wir konnten dann 1 Minute, nachdem die Laster erstmal von der Polizei gestoppt wurde, also die Aktion war im Einvernehmen mit der Polizei, konnten wir dort rantreten an die Laster und man sieht dann, so durch Schlitze sieht man die Schweine dort, also das waren vor allem Schweinetransporte. Und das ist schon sehr berührend, wenn man da reinschaut durch die Schlitze und den Schweinen in die Augen schaut. Und wir standen dann da und ich habe einfach nur einem Schwein in die Augen geschaut, das schaute mich an, ich schaute ihn an. Und ich habe zu ihm gesagt, so mit der inneren Stimme, ich liebe dich und ich liebe euch alle. Und ja, 1 Minute ist sehr kurz. Ich habe während der ganzen Aktion habe ich immer wieder mich zurückbesonnen auf meine grundsätzliche Übung, den Atem zu spüren, meine Füße auf dem Boden zu spüren und auch in Kontakt zu sein mit den Wolken am weißen Himmel, also mit all dem, was mich erfrischt auch und was schön ist. Das ist so der Ratschlag von Thich Nhat Hanh, dass wir mitten im Leiden auch immer wieder unsere Wahrnehmung weiten sollen und in Kontakt sein sollen mit dem, was uns erfrischt und was uns stabilisiert. Denn es hilft nicht, wenn wir nur mit dem Leiden in Kontakt sind und dann vielleicht depressiv werden oder aggressiv werden und hasserfüllt werden oder rachsüchtig werden, dann können wir den Tieren auch nicht mehr helfen. Dann haben wir nicht die Energie und die Ausdauer, um längerfristig auch sinnvolle und wirklich hilfreiche Aktionen durchzuführen.
Ja, es ist klar, wenn wir bei unserer Nahrungsaufnahme, wenn wir bei unserem Essen wirklich achtsam sind, also das heißt, wenn wir uns Zeit lassen beim Essen und wirklich jeden Bissen spüren, das ist ja das Erste, wo wir sagen können, das ist die Shamatha-Praxis bei unserem Essen. Wir lassen uns Zeit, wir essen sehr bewusst. Und das Zweite wäre ja dann Vipassana, Einsicht oder tiefes Schauen. Und dieses tiefe Schauen und dieses tiefe Verstehen hat etwas damit zu tun, dass wir sehen, woher kommt diese Nahrung. Und wenn wir sehen, dass diese Nahrung durch sehr viel Grausamkeit erzeugt wird, durch sehr viel Leiden erzeugt wird, wie das ja ist, wenn wir tierliche Produkte zunehmen, egal ob das Fleisch ist oder Milchprodukte. Auch die Tiere, die Milchkühe werden ja auch geschlachtet, ja, das ist inbegriffen. Und zwar nicht nach 20 Jahren vielleicht haben Kühe eine Lebensdauer von 20 Jahren, nein, die werden nach 3 oder 4 Jahren, wenn sie nicht mehr genügend Milch geben, geschlachtet. Wenn wir dieses tiefe Schauen und diese Einsicht entwickeln bei unserer Nahrungsaufnahme, dann hören wir damit auf. Das ist ganz klar. Und wie gesagt, ich denke, es ist wichtig, uns mit dem Leiden der Tiere wirklich in Berührung zu bringen, indem wir uns auch dem Leiden aussetzen, indem wir uns ab und zu auch Videos anschauen, die das Leiden sehr stark auch zeigen. Oder auch, jetzt in Bezug auf die Tiere, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir ab und zu einen Lebenshof besuchen. Da gibt es ja immer mehr in der Zwischenzeit und das ist die gute Nachricht. Durch die Tierrechtsbewegung und Tierschutzbewegung sind ja in den letzten Jahren einige Lebenshöfe für die Tiere entstanden. Und wir haben hier in Berlin, 1 Stunde von Berlin entfernt, einen Lebenshof mit dem schönen Namen Lass die Tiere leben. Diese Tiere, das ist ganz klar, die werden nicht geschlachtet, die sind Beschütztiere, die werden sehr liebevoll betreut. Wenn die irgendwelche Krankheiten haben, und die haben ja alle irgendwie immer mal wieder Krankheiten mit den Augen oder mit den Lungen, dann wird geschaut nach ihnen, dann bekommen sie Tropfen und Salben und werden in die Tierklinik nach Berlin gebracht. Also um die kümmert man sich wirklich. Und ich denke, das ist auch gerade für Menschen, die jetzt Schlimmes erleben mit den Tieren, also die alle in der Tierschutz- oder Tierrechtsbewegung aktiv sind, die auch in die Ställe gehen und diese schlimmen Verhältnisse in der Massentierhaltung fotografieren und ins Internet stellen. Für diese Menschen ist es sehr wichtig, dass sie auch die Tiere auf so eine friedvolle Art und Weise erleben können und sie auch streicheln können, mit ihnen zusammen sein können und richtig Freude mit ihnen haben können. Und das ist eine gute Balance zu der Arbeit, die sie ansonsten machen, wo sie mit dem ganzen Leiden konfrontiert sind. Also grundsätzlich hat er natürlich einiges dazu gesagt über Geh- und Anhaftung. Das ist einfach Bestandteil der buddhistischen Lehre auch. Aber jetzt speziell dazu hat er nichts gesagt. Also jetzt, was ich einfach sagen würde jetzt als buddhistische Lehrerin, ist, dass wir können uns wirklich überlegen, ob es das wert ist, unsere Anhaftung am guten Geschmack und an unseren Gewohnheitsenergien und an unseren Vorstellungen dessen, was uns gut schmeckt, ob es uns wert ist, daran anzuhaften, wenn wir uns bewusst machen, dass so viel Leiden dahinter steckt. Ja? Und ich denke, das ist eine Frage, die können wir uns einfach stellen. Ja? Die können wir uns stellen bei jeder Frage in Bezug auf Nahrungsaufnahme, in Bezug auf unser Essen, auch in Bezug genauso auf unsere Sexualität.
wenn wir jetzt in einer festen Beziehung sind und einen Seitensprung machen, der unserer Partnerin oder unserem Partner dort sehr viel Eifersucht und Leiden hervorbringt, dann ist auch die Frage, möchte ich das wirklich machen? Das ist Teil unserer buddhistischen Ethik, der fünf Silas, dass wir alles vermeiden, was Leiden produziert, egal auf was sich das jetzt bezieht, ob sich das auf unser Essen bezieht. Das bezieht sich ja grundsätzlich auf unsere Konsumgewohnheiten, bezieht sich auf unsere Sexualität, aber auch in Bezug auf das, was wir jetzt durch Filme und Zeitschriften und durch Gespräche zu uns nehmen. Ist das heilsam? Bringt das mir und anderen Menschen mehr Liebe und Mitgefühl und Freude und Gleichmut? Oder bringt es mehr Gier in mir hervor, mehr Anhaften in mir hervor und mehr Hass in mir hervor? Ja, ich meine, wir müssen von irgendetwas leben, das ist klar. Ja? Und es ist ganz klar, das sagt Thich Nhat Hanh auch, jetzt gerade, wo es um die ethische Regel nicht tötend geht, dass auch wenn wir uns vegan ernähren, trotzdem wir immer noch Leiden bei kleinen Tieren produzieren. Auch wenn wir Gemüse oder Salat essen, da sind oft noch kleine Tierchen dabei, auch wenn wir ihn gut waschen. Und natürlich auch bei der Ernte werden auch immer wieder Tiere getötet. Aber er meint einfach, wir sollten da nicht dogmatisch werden. Ich habe ihm mal eine Frage gestellt in die Richtung und da sagte er, ja, wir sollten nicht dogmatisch werden und gerade bei den 5 Silas, bei den 5 Empfehlungen, ethischen Empfehlungen, geht es darum, dass das sind die Sterne am Himmel und wir gehen in Richtung dieser Sterne und versuchen so nahe wie möglich daran zu kommen an diese Sterne, aber wir werden sie nie erreichen. Also es ist eine Orientierung, die uns selbst hilft, ein liebevolles und mitfühlendes Leben zu führen, indem wir andere nicht verletzen. Ja, also es gibt ja in der Zwischenzeit im Internet schon sehr viel zu veganem Essen und viele Rezepte und vor allem auch Tipps, die uns helfen, so auf der psychischen Ebene auch die Tierprodukte loszulassen. Da gibt es die Albert-Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt. Die haben sehr schöne Internetauftritt und natürlich auch ProVeg. Das ist eine internationale Organisation. Früher war das der Deutsche Vegetarierbund und jetzt in der Zwischenzeit ist das ProVeg. Und da bekommen wir sowohl Hinweise, wie wir das psychisch schaffen, wegzukommen von den Tierprodukten, als auch schöne Rezepte. Wir bekommen auch die Möglichkeit, bei bestimmten Aktionen mitzumachen, zum Beispiel bei der Albert-Schweitzer Gesellschaft können wir bei Silent Lines mitmachen. Da habe ich auch schon einige Male mitgemacht. Da stehen wir so mitten in der Innenstadt in Berlin, auf belebten Straßen oder Plätzen und haben so große Plakate auf Kartons aus der Massentierhaltung mit den unterschiedlichen Tieren. Die halten wir dann so und da stehen wir so 2, 3, 4 Stunden und da gehen die Passanten vorbei und können diese Bilder sehen und wir sprechen nicht, das ist der Silent Line, also schweigende Linie. Wir stehen da so mit 10, 20 Leuten und dann gibt es einige aus der Organisation, die Outreacher, die gehen dann herum und die Leute können sie ansprechen und können dann ihre E-Mail-Adresse abgeben und bekommen dann vegane Rezepte zugeschickt. Die verpflichten sich dann zum Beispiel mal 3 Wochen vegan zu leben und das auszuprobieren. Also das ist etwas, das ist einfach etwas sehr Schönes, sich 3 Wochen mal einfach vegane Rezepte zuschicken zu lassen. Ja?
natürlich noch mehr, auch Deutsches Tierschutzbüro, die auch Rezepte verschicken. Aber das sind so ProVeg und Albert-Schweitzer-Stiftung, das sind so die bekanntesten Organisationen, die ich jetzt empfehlen würde, jetzt auch nochmal nachzulesen, die ganzen Auswirkungen, die das hat, wenn wir tierliche Produkte zu uns nehmen.